jeder kann so gesehen eine Sprach-KI bauen. Die Frage ist, ob sie letztendlich gut ist. Wir werden Mhm. viele einzelne kleine Plattformen haben, die sich auf eine Lösung spezialisieren. Es sind eben auch viele Faktoren involviert, die wir nicht beeinflussen können. Grundsätzlich empfehle ich eigentlich jedem erstmal eine Art MVP zu bauen. Also das kann auch wirklich in einem No-Code-Weg passieren, also in einem Weg ohne irgendwie Code anzufassen. Wir haben eine bessere Sprachimplementierung und Interpretation und können auch switchen, also die Sprache wechseln während der Konversation, was mega cool ist. Ja, Jannis, schön, dass du heute mit dabei bist. Und du bist ja schon seit Jahren, würde ich sagen, einer der führenden Köpfe auf YouTube zum Thema AI Voice Agents und international auch so ziemlich der erste, den ich vor ein paar Jahren auch schon wahrgenommen habe. Und meine erste Frage ist eher eine persönliche. Und zwar, warst du vorher schon Entwickler und wie bist du eigentlich zu diesem Thema der AI Voice Agents gekommen? Ja klar, antworte ich dir gerne. Hi erstmal. Äh, Ist eine gute Frage mit der ganzen AI-Geschichte. Ich bin damals auch eher so aus Zufall reingerutscht. Ich habe ganz am Anfang angefangen mit Webentwicklung. Das war so mein Start in die Selbstständigkeit damals. Und das war auch ziemlich cool, auch sehr erfolgreich. Und ich habe halt dann auch irgendwann gemerkt, ja, viele solche Tasks, die könnte man theoretisch schon irgendwie automatisieren. Die Frage ist wie. Damals, also ich spreche so 2016, 2017, da waren jetzt noch nicht wirklich so viele Tools auf dem Markt, mit denen man irgendwie so Workflow Automation, so wie es wir eben heutzutage nennen, äh, machbar war. Und ja, damals hatte ich dann mein eigenes Tool gebaut, speziell zum WordPress-Bereich. Äh, Falls es da irgendwie einen Vergleich geben sollte, also Leute, die Zapier oder Zapier kennen, es war so eine Art Competitor zu denen. Das heißt, wir haben also so gesehen auch für eine spezielle Nische erlaubt, Workflow Automations zu bauen, die dann wirklich selbst zu hosten und das eben auch so privacy-orientiert. Genau, das war so mein Einstieg dann in die Automatisierungswelt. Und natürlich ist uns dann auch aufgefallen, weil wir genauso wie Make.com oder Zapier, also all diese Automatisierungstools, gemerkt haben, dass ganz viele verschiedene Tools dabei sind und jeder hat irgendwie spezielle Bedürfnisse und möchte irgendwie andere Tools miteinander kombinieren, dass sie miteinander sprechen können, ohne dass da jetzt ein Mensch involviert ist. Und so kamen wir dann auch zu OpenAI. Das heißt, wir hatten dann damals angefangen, eine OpenAI-Integration zu bauen, die dann speziell für WordPress zum Beispiel SEO, Open Graph Descriptions, sowas in die Richtung erstellt hat, die dann optimiert hat. Und das war dann so mein Einstieg in die ganze KI-Geschichte. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, das war jetzt dann wahrscheinlich so Ende 2022, nee, Ende 2023. Da war es ja dann so, dass mit Air AI diese ganze Voice-Geschichte erst so wirklich gestartet ist. Und ich habe dann damit rumgespielt in Januar, Februar 2024, bis ich dann irgendwann einfach mal selbst beschlossen habe, okay, cool, ja, das ist echt was, das könnte theoretisch was werden. Und so habe ich dann angefangen, eben erstmal für uns, für Outreach, Voice Agents zu bauen. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. War damals ein bisschen kritisch, weil fast keine Anbieter am Markt waren. Es war nichts dokumentiert. Du weißt ja selbst, wenn keine Dokumentation da ist, Sachen zu lernen, war extrem aufwendig. Und ja, das kam dann so weit, dass ich dann irgendwann beschlossen habe, einfach YouTube-Videos drüber zu machen. Und die kamen so gut an, dass ich gesehen habe, hey, okay, das ist ein Markt. Ja, da können wir drauf aufbauen. Und das ging jetzt so weit, dass wir inzwischen Fortune 500 Kunden haben, für die wir solche Voice Agents bauen und die auch richtig viel Kohle damit machen. Und mir hat das einfach gezeigt, wow, da ist so viel Potenzial in dem ganzen Thema. Und vor allem auch so viele verschiedene Kunden, die sowas benötigen. Spezifisch von allen möglichen Industrien. Dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir lernen das sowie Entrepreneuren, als auch Solopreneuren und natürlich auch Businesskunden, damit die verstehen und lernen, wie sie Voice AI in ihrem Unternehmen benutzen können und damit auch Geld machen können, falls sie es vertreiben wollen. Genau, das ist so Mhm. mein Hintergrund bis dahin, Ja. wo ich jetzt gerade bin, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, was mich auch interessiert, weil ich glaube, wenn man nach so Voice Agent Plattformen sucht, wie Vapi jetzt beispielsweise, dann stößt man, vor allem wenn man Englisch schaut, eigentlich immer zwangsläufig auf deine Videos. Und Ja, mich würde aber tatsächlich interessieren, wie siehst du die Zukunft von solchen Voice Agent Plattformen? Also vielleicht, wenn du magst, kannst du auch mal so ein paar Einblicke geben. Wie macht ihr das jetzt bei so einem Großkunden? Also setzt ihr da auch auf Plattformlösungen? Und mich würde auch interessieren, wie siehst du die Zukunft dieser Plattformen? Weil es gibt jetzt gerade, du siehst die Entwicklung ja sicher auch, immer mehr Anbieter, die sprießen aus dem Boden und jeder zweite Software-Tool behauptet, sie würden jetzt selber solche direkten Voice Agents integrieren. Zuletzt habe ich es von SAP und den allen gehört, die jetzt auch Voice Agents direkt integrieren wollen in ihre Infrastruktur. Würde es diese Plattform in Zukunft überhaupt noch geben? Braucht es das und wie stellt ihr euch da auf? sehr gute Frage. Das ist auch was
sehr, sehr häufig gestellt wird. Mhm. Und um es mal grundsätzlich runterzubrechen, man kann eine Voice-Lösung eigentlich fast mit jeder Plattform bauen, bis zu einem gewissen Limit. Und das Limit ist meistens dann, wenn es in die kleinen Details geht. Wir haben zum Beispiel festgestellt, also ich habe ja damals mit Synthflow angefangen, das ist ein anderer Provider, der ist aus Berlin, also aus Deutschland. Die haben alles sehr No-Code gemacht, das heißt, du konntest einfach einen Voice-Agent bauen, direkt in einem Dashboard, ohne dass du überhaupt irgendwas Technisches dahinter verstehen musst. Was sehr cool war, aber mit vielen Limitierungen kam. Und das war dann so weit, dass wir sagten, okay, bei manchen Sachen können wir den Kunden gar nicht helfen, da müssten wir warten, bis sie die Features entwickeln. Was uns dann zu sowas wie Wapi gebracht hat. Da gibt es speziell zwei Plattformen, die wir häufig nutzen. Das ist Wapi und Retail. Beide sind mehr entwicklerorientiert, können aber auch benutzt werden von No-Codern. Mit No-Codern meine ich Leute, die jetzt zum Beispiel Workflow-Automations verstehen und dann auch Workflows bauen können in Plattformen wie Zapier oder Make.com. So, in der Hinsicht war es dann dennoch ziemlich einfach, Voice Agents zu bauen. Der Vorteil ist allerdings, man hat die granulare Kontrolle, Einstellungen anzupassen, die den kompletten Orchestration Layer übergreifen. Kurze Sache zur Orchestration Layer. Das ist das, was wir eigentlich die ganze Voice AI nennen. Das ist ja in erster Linie ist es ja eine Zusammenstellung von verschiedensten Tools, die dir den Einblick geben oder das Gefühl geben, du sprichst mit einem Menschen, währenddessen es eigentlich eine KI ist. So, und da ist im Normalfall Speech-to-Text dabei. Also du hast irgendein Tool, das deine Sprache versteht, das umschreibt in Text, dann zu einer LLM sendet, also sowas wie OpenAI, so ein Large Language Model. OpenAI sendet dir dann wieder irgendwas zurück und das läuft dann wieder durch einen einen Text-to-Speech-Provider, sowas wie 11 Labs, um dann eben in eine spezielle Sprache umgewandelt zu werden. So, das ist im Normalfall dieser Verlauf, so wie er bisher zumindest häufig genutzt wurde. Und unser Ziel oder das Gute dabei war, dass jeder Provider hat eben spezielle Nuancen, die er zur Verfügung stellt als Features, die wir nutzen können, um Dinge besser zu machen. Und speziell, wenn es uns um Results geht, also wir bauen ja diese Sprachagenten, um irgendein Ergebnis für den Kunden zu erzielen. Das ist ja im Normalfall die Sache. Also wir sind da sehr ergebnisorientiert. Und um gute Ergebnisse zu liefern, kommt es speziell auf diese Nuancen drauf an, dass sie auch ordentlich funktionieren und spezielle Dinge richtig gehandhabt werden. Ich meine, ich glaube, heutzutage ist ja schon sehr bekannt, dass speziell AI öfters halluziniert. Das heißt, die kommt irgendwie mit Informationen auf, die eigentlich gar nicht wahr sind. Und wenn wir diese granulare Kontrolle haben über diverse Dinge, kann man das ziemlich einfach beeinflussen. Und das ist nicht möglich mit solchen anderen Plattformen, die jetzt weniger granular sind. So, das mal, sei mal so dahingestellt. Von daher, Wapi und Retail sind für uns Provider, bei denen wir sagen können, wir können für den Kunden eigentlich so gut wie alles umsetzen, weil es letztendlich nur eine Schnittstelle ist. Also eine API, mit der wir irgendwo integrieren können. Genau, so das sind so der Standard. Das Coole jetzt bei diesen Sachen ist, dass wir nicht mehr nur den Standard Voice Orchestration Layer haben. Jetzt, um das mal zu vereinfachen, sagen wir Wapi zum Beispiel. Das war ja damals diese Orchestration Layer, das heißt, du hattest irgendwas, das deine Stimme versteht, im Text umwandelt, zur KI schickt, wieder zurücknimmt und dann wieder als Stimme ausspielt. So, das war so der Standard. Jetzt hat ja OpenAI im letzten Jahr deren Realtime API released und die basierte auf Speech-to-Speech. Das heißt, die nimmt diese komplette Umwandlung von Text aus der Equation raus. Das heißt, wir haben jetzt so gesehen eine schnellere Umsetzung. Wir haben Emotionen, die verstanden werden können. Wir haben eine bessere Sprachimplementierung und Interpretation und können auch switchen, also die Sprache wechseln während der Konversation, was mega cool ist. Und das Schöne bei diesen Plattformen ist, dass die jetzt neben diesem Orchestration Layer auch dieses Speech-to-Speech-Model zum Beispiel unterstützen. Und wir können dazwischen wechseln innerhalb von einem Klick. Das Ding ist, dass viele natürlich sowas wie Realtime API wollen. Leider ist die aber immer noch in Beta, das heißt, wir empfehlen die selbst auch nicht zu benutzen. Das Gute ist, wir können die Dinge schon vortesten. Wenn wir jetzt einen neuen Assistenten erstellen, wir können eine neue Version ausrollen und können dann einfach die Version wechseln innerhalb von ein paar Sekunden und so gesehen ein komplett neues Ergebnis liefern. Und genau daher finde ich diese Plattformen auch immer noch so relevant, weil diese einfach speziell auf Features optimieren, die wichtig sind für eine gute Umsetzung, die gute Ergebnisse liefern kann. Und ich glaube, genau das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich sehr stark davon überzeugt bin, dass solche Tools weiterhin am Markt bleiben, auch zukunftsorientiert, weil sich die eben speziell auf Ergebnisse orientieren oder an Ergebnisse orientieren, um Dinge auch zu automatisieren und optimieren. Wir haben jetzt zum Beispiel vor einer Woche ein neues Feature gesehen, dass wir Voice Agents automatisiert testen können.
Das heißt, Mhm. du hast eine KI, die eine andere KI anruft, die dann durchtestet und du bekommst am Ende, wie du nennst, Success Evaluation, also irgendein Ergebnis raus, dass du gegenprüfen kannst, ob die AI einen guten Job gemacht hat. Und diese Dinge, die werden mehr und mehr. Das sehen wir jetzt auch speziell in dem Markt. Ich meine, da kommen mehr und mehr Anbieter raus. Wir predigen eigentlich, dass jeder, der startet, nur einen von diesen Anbietern braucht. Mehr braucht es auch gar nicht. Man läuft immer irgendwie in dieses Thema, speziell jetzt im KI-Bereich, dass es zu viele Tools gibt. Man will Ja. am besten alle probieren. Aber ich sage, wenn man eine vertikale Lösung baut, also eine Lösung für einen speziellen Use Case, braucht man nur eine einzige Lösung. Mhm. Ja. Und da arbeiten wir darauf hin. Ich meine, wir testen die natürlich alle in unserer Community. Für uns ist wichtig, dass wir einfach verstehen, was am Markt ist, was passiert, wo wir hingehen. Es gibt einige coole Sachen, die richtig, richtig interessant sind. Da ist ein neuer Test, zum Beispiel Sesame heißen die. Die haben eine sehr reelle und extrem gute KI, allerdings noch nicht öffentlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Jahr, also du kannst wahrscheinlich fast nicht mehr unterscheiden, ob es eine KI oder ein Mensch Ja. sein wird. Ja. Sehr stark. Ja, das kam auch diese Woche, vor ein paar Tagen, glaube ich, erst, ne? Genau, Äh, ja. ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja, sehr, sehr, sehr interessant und was mich da noch interessiert, ich sage mal, die Komplexität, die entsteht ja insbesondere in den Custom Functions auch und in den Tools, also, dass ich jetzt den nicht einfach banal 'nen Voice Agent mir aufsetze, dann klicke ich mir kurz 'n Prompt zusammen und dann habe ich 'nen Voice Agent, sondern ich will den ja integrieren in meine Infrastruktur, anbinden an CRM und so weiter. Also, da entsteht ja dann auch wirklich die Komplexität. Und, das würde mich auch interessieren, wie du hier die Zukunft bewertest, da auch 'n paar Tools oder immer mehr Tools auch dazu tendieren, solche Integrationen direkt, ich sage jetzt mal, in-house, mit abzubilden. Also, zum Beispiel Synflow hast du ja genannt, da kann man, glaube ich, direkt Calls dann mit einem Klick, oder 'ne Call.com-Integration machen und da irgendwie 'ne Kalenderbuchung vornehmen. Und, wie siehst du das? Also, glaubst du, die Entwicklung wird schon dahin gehen, dass so die meisten Use Cases und Tools dann irgendwann angebunden sein werden? Weil aktuell lösen wir das ja alles im Prinzip noch über, Custom Code oder über, Make-Szenarios dann beispielsweise. Wie siehst du das? Ja, ich bin schon davon überzeugt, dass es mehr und mehr auch Firmen und Tools gibt, die vorgefertigte Lösungen einspielen, solche Integrationen. Retail hat ja auch zum Beispiel diese Call.com-Integration. Mhm. Die Schwierigkeit aber ist, die Nuancen für 'n speziellen Kunden abzuwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel öfters den Fall, dass Kunden zum Beispiel Facebook-Ads laufen lassen und die wollen dann im Nachhinein also die Leute, die 'ne Form ausfüllen, qualifizieren, schauen, ob die passen und das wollen die mit 'ner Sprach-KI machen. So, jetzt wenn die aus mehreren Ländern sind, musst du natürlich mit verschiedenen Zeitzonen handeln, was wiederum extrem schwierig werden kann, je nachdem, wie das Setup ausschaut. Ich meine, Call.com kann theoretisch jeder aufsetzen. Es gibt allerdings viele Kunden, die haben Features schon aufgesetzt über Calendly zum Beispiel. Die müssten dann Mhm. wieder anderweitig aufgebaut werden. Das heißt, du müsstest die so oder so wieder auf Call.com umziehen oder eine andere Lösung anbieten. Und es gibt also ganz, ganz viele Nuancen, die es schwer machen, diese Standardintegration abzubilden. Was aber spezifisch bei Kalendern in unserer Ansicht noch gar kein wirkliches Problem darstellt. Ich meine, wir haben inzwischen sämtliche Kalender integriert. Also alles von HubSpot über Google, Microsoft Kalender. Ist alles überhaupt kein Problem. Wo ich die Schwierigkeit sehe und wo ich denke, wir werden hoffentlich irgendwann mehr Integration sehen, sind bei spezifischen und privaten CRM-Systemen. Also so Customer Relationship Management. Da geht es speziell darum, wenn es um so Healthcare geht, also Mhm. speziell Dental und diese Geschichten. Einfach weil jetzt, wir zum Beispiel arbeiten viel in den USA und da gibt es die HIPAA-Compliance. Ja, das heißt, wie du deine Patientendaten verwaltest. Ähnlich wie mit DSGVO in Deutschland. Die müssen irgendwie privat sein, die müssen privat übertragen werden. Und dafür müssen die speziellen Tools auch alle, ja, die müssen alle mit compliant sein, wie man sagt in Deutschland. Genau. Ja. Das Ding ist, die meisten der Tools machen das. Das Problem ist aber, weil die so spezifisch sind mit den Daten, ist die Erstellung von einer Integration mit diesen Plattformen für uns extrem schwierig. Nicht wegen der Umsetzung, sondern der ganze bürokratische Teil, der dahinter steckt. Wir hatten öfters CRM-Systeme integriert, wo die API von unserer Seite innerhalb von 1, 2 Wochen fertig war. Wir aber bestimmt 2, 3 Monate in dem Loop steckten mit, wir müssen Solution Validations erstellen, so nennen sie das. Das ist letztendlich ein Dokument, wo wir nachweisen, was mit der API gemacht wird, wo sie integriert wird, dass wir sie nutzen können.
Und das muss dann mit dem Kunden hin und her passieren, da du natürlich immer über einen Ansprechpartner gehen musst. Und solche Geschichten macht es extrem schwierig. Ich denke nicht, dass wir solche Integrationen bei Plattformen wie Retail oder Wapi sehen werden. Dafür wird es eventuell vertikale Lösungen geben. Das ist übrigens auch was, was ich speziell für dieses Jahr stark im Kommen sehe. Wir werden Mhm. viele einzelne kleine Plattformen haben, die sich auf eine Lösung spezialisieren. Und das wird dann auch wahrscheinlich die beste sein, die es dahingehend auf dem Markt gibt, die schon vorgefertigt zur Verfügung steht. Okay, ja, du hast ja jetzt auch einige Leute, die über deinen YouTube-Kanal kommen, die vielleicht nicht nur Endkunden sind, sondern sicher auch Entwickler. Also Leute, wo man denken müsste, die müssten sich ja auskennen und wenn das alles so einfach ist mit diesen Voice Agents, dann machen die das an einem halben Nachmittag, sich so ein Voice Agent zu erstellen. Also so habe ich das Gefühl, denkt sich der eine oder andere, sage ich mal, gerade Unternehmer, der jetzt nicht aus dem technischen Bereich auch kommt, so ein Voice Agent Setup. In der Praxis, du hast jetzt ein paar gute Beispiele schon genannt, ist es deutlich komplexer. Und was ist so aus deiner Perspektive, weil es muss ja einen Grund geben, dass eben auch Entwickler auf dich zukommen, so das Komplexeste bei diesen ganzen Voice Agents? Also somit dann folglich auch der relevanteste Skill, den es sich lohnt zu erlernen, vielleicht auch im Bereich der Voice Agents. Ja, ja, definitiv guter Punkt. Wir sehen das selbst auch oft, dass bei uns zum Beispiel die Kunden selbst in Sales Calls davon ausgehen, dass es einfach ein Zusammenklicken ist von der Prompt und dann funktioniert alles. Ist leider nicht so. Der für uns eigentlich schwierigste Teil ist, ich würde mal sagen, das Ende vom Projekt, wenn es jetzt wirklich Richtung Testing geht und wir den Kunden dran lassen. Die Kunden selbst haben teils eine komplett andere Ansicht an, wie gut ein Sprachassistenten sein sollte. Mhm. Teils werde unterschätzt, teils überschätzt. Ist extrem schwierig einzugliedern. Das Ding ist, es wird immer Anpassungen geben. Und für uns ist eigentlich die aufwendigste Geschichte das Testing, das im Nachhinein passiert. Denn selbst wenn also wir haben jetzt wir haben ein komplettes Team, die sich nur darauf fokussieren zu testen und das auch qualitativ gut machen. Der Unterschied oder das Problem ist eher, dass wir nur mit dem Wissen testen können, das wir haben. Das heißt, die Zielgruppe, die der Kunde hat und mit der er später interagieren wird, die werden im Normalfall komplett anders mit der KI umgehen, als wir das tun in unseren Tests. Und das ist was, was dann meistens erst im Livegang rauskommt. Ich überlege, ob ich dann ein Beispiel für habe. Ja, wir hatten zum Beispiel einen Assistenten gebaut, auch in Deutschland, der Termine vereinbart hat mit Mitarbeitern, zwecks vielleicht verspäteten Lieferungen und so weiter. Das Ding ist, dass unsere KI so gebaut wurde, dass du einfach einen Tag angibst. Sowas wie, ja, ich will jetzt einen Termin ausmachen, morgen um 3 Uhr. Alles kein Problem, versteht die KI. Das Ding ist, dass dann öfters Kunden angerufen haben, die einfach nur sagen, ja, jetzt sofort. Ich will einen Termin jetzt sofort. Mhm. Am Anfang hat er dann auch wirklich jetzt sofort gebucht, was natürlich nicht so gut ist. Du brauchst ja irgendwie eine Vorlaufzeit. Und solche Sachen, die stellen sich dann meistens erst raus, wenn man wirklich testet. Und Mhm. über die Zeit haben wir jetzt eben verschiedene Szenarien gefunden, die übergreifend eigentlich in vielen Industrien und Branchen gleich sind. Und dahingehend haben wir Testsysteme aufgebaut, mit denen wir die KI schon mal vortesten können. Und das nichtsdestotrotz, es kommen immer wieder manuelle Fälle bei eigentlich so gut wie jedem Kunden, weil die Zielgruppe mit dem Assistenten komplett anders interagiert. Also ich würde sagen, Testing ist da einer der größten Punkte, die wirklich schwierig sind. Und wir trainieren zum Beispiel auch Software-Teams von größeren Konzernen oder Firmen, also die wirklich ihre eigenen Inhouse-Teams haben. Und diese Teams kommen im Normalfall zu uns, wenn spezifische Fragen bestehen, die, lass sagen, nicht unbedingt komplexer sind, aber die einfach Vorkenntnisse benötigen. Jeder kann so gesehen eine Sprach-KI bauen. Die Frage ist, ob es letztendlich gut ist. Das heißt, wenn Mhm. jetzt ein Softwareentwickler die Dokumentation liest und eine API einbaut, die wissen nicht, ob es wirklich die beste API-Integration ist, bis es komplett testen. Und das ist diese Zeitersparnis. Und das ist was, was wir den Leuten dann einfach beibringen, auf was sie Fokus legen sollen, was sie am besten vermeiden sollten und wie sie die KI am besten aufbauen, um das beste Ergebnis zu bekommen. Ja. Ja, was mir auch häufig auffällt und ich habe gesehen oder ich weiß von dir, du hast dann einen ähnlichen Ansatz, dass, es ist eben auch nicht ausreichend, einfach nur die technische Umsetzung zu beherrschen, sondern Mhm. eben auch die Bewertung, macht dieser Use Case hier überhaupt Sinn? So gibt's ja sicher, du kennst es, einige, die das Gefühl haben, ich mache jetzt 'n Voice Agent, der macht dann Calls für mich und der bringt mir jetzt 'n Sack Geld nach Hause am Abend so gefühlt. Und, da ist die Frage, gut, macht dieser Use Case jetzt hier grad überhaupt Sinn? Habe ich hier 'n großen Hebel, und so weiter? In der Regel nicht so ein großer Hebel, sage ich jetzt mal, beim reinen Call Calling, vor allem nicht, wenn man nicht selber AI-Dienstleistungen verkauft. Da ist vielleicht noch mal was anderes dann.
Ja. Und was ist da so aus deiner Erfahrung jetzt vielleicht in dem Hinblick, vielleicht auch so ein paar Irrglauben aus deiner Erfahrung oder Sales Calls, wo du erlebst, Use Cases, die keinen Sinn machen aus deiner Sicht und dann aber auch vielleicht auch auf der anderen Seite, wo du sagst, das sind gerade wirklich so diese heißen Use Cases, die haben bei unseren Kunden die höchsten Return on Investments, eher im Bereich Zeit sparen oder mehr Umsatz steigern. Da würde mich deine Erfahrung auch sehr interessieren. Ja, gerne. So, das, ich glaube, einer der Use Cases, die wir in unserer Agentur eigentlich gar nicht mehr covern, ist genau Cold Calling. Einfach weil wir durch fast durchläufig gesehen haben, dass die Ergebnisse nicht gut genug sind. Es sind eben auch viele Faktoren involviert, die wir nicht beeinflussen können. Das ist zum Beispiel so Dinge wie die Leadlisten. Viele Mhm. zum Beispiel kommen zu uns, die haben die Leads gekauft. Das heißt, die sind zum ersten unvalidiert. Wir wissen gar nicht, ob wir die überhaupt anrufen dürfen. Ich meine, wir bauen unsere Lösungen, dass wir die so gesehen als Handover implementieren für den Kunden. Das heißt, die haben ihren kompletten eigenen Tech-Stack. Wir haben unsere Engineers und unsere Entwickler, die kommen rein, bauen das komplette Ding aus und übergeben das. Von daher haben wir jetzt schon mal nicht diese Abhängigkeit mit, okay, wir müssen schauen, dass wir diese ganzen Leads für die validieren. Das Problem ist, warum wir das rausgenommen haben, ist, wenn die Leads, selbst wenn sie nicht validiert sind und die würden die durchrufen, ist die Lead-Qualität im Normalfall so schlecht, dass wir das komplett einstellen. Äh, Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, aber genauso Sachen wie Objection Handling. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kunde ein Problem hat oder misstrauisch ist, die AI kann den zum Beispiel nicht einfach stoppen während dem Satz. Der kann nicht einfach reingehen und sagen, hey, ja, okay, ist ja kein Problem. Muss es mal von hier oder hier sein. Die AI ist da, um zuzuhören. Und dafür ist er ausgelegt. Das heißt, sie kann nicht einfach zwischendrin reinspringen und irgendwas stoppen von der Konversation. Das ist so eine der Schwierigkeiten, weshalb ich sage, Cold Calling ist grundsätzlich weniger interessant für uns, auch weil es legal immer schwieriger wird. Die Use Cases, die wir sehen, sind dennoch auch teils outbound, aber weitestgehend inbound. Outbound hatte ich vorhin schon mal ein bisschen angemerkt. Wir haben zum Beispiel ziemlich viele, die Facebook Lead Forms Mhm. haben. Das heißt, die haben einfach Facebook Advertisements laufen. Und wenn auch immer jemand interessiert ist, der füllt dann ein Formular aus. Dadurch haben wir die Nummer und die können wir dann über spezifische Webhooks oder über Make.com sogar ähm, aufnehmen, in unsere Datenbank packen und dann einfach durchrufen. Wir haben meistens was implementiert, nennt sich Cadence Calling. Das heißt so gesehen einfach nur, dass wir eine spezielle, kann man sagen, wir rufen die einfach mehrmals an in einem Takt, um einfach zu erhöhen, die Chance zu erhöhen, dass sie überhaupt abheben. Das heißt, du Mhm. versuchst irgendwie die Notwendigkeit für den Kunden oder für die Person darzustellen, dass der Anruf wichtig ist. Und solche Sachen haben wir dann meistens implementiert und die sind auch ziemlich gut. Aber das ist so die Outbound-Geschichte, die eigentlich am häufigsten auftritt und auch ziemlich effektiv ist, weil der Lead an der anderen Seite schon teils irgendwie ein bisschen warm ist. Ich meine, der weiß schon, dass da was ist, der ist interessiert. Das heißt, das macht es dann auch einfacher, so gesehen, letztendlich für den Kunden, der den Call irgendwann entgegennimmt, dann den zu closen. Genau. Da ist jetzt die Sache. Das sind zwei Lösungen, die wir da im Normalfall haben. Wir haben einmal den Appointment Setter, das heißt, eine KI, die so gesehen einfach anruft und versucht, einen Termin auszumachen, dass dann so gesehen ein Sales Agent am Ende den Call annimmt oder eben rückruft und dann versucht, den Kunden dort zu closen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist einfach nur zur Lead-Qualifizierung. Das heißt, man schaut einfach, ob der überhaupt passend ist, ob er das entsprechende Budget hat und so weiter. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir auch öfters einen Live-Transfer. Also, dass der Call einfach direkt weitergeleitet wird an einen echten Mitarbeiter. Das ist so Outbound, eine ziemlich interessante Sache. Inbound natürlich Customer Support. Also alles, wo du irgendwie, sagen wir, dem Hören von der KI Dinge füttern kannst über ein spezifisches Unternehmen und die das dann so gesehen beantworten kann für den Kunden. Das ist definitiv effektiv und auch was wir von E-Commerce bis Krankenhäusern eigentlich überall implementiert haben. Und das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Genau, das war einer. Und Lead-Reaktivierung ist auch noch ein ganz großer. Okay. Jetzt hast du gesagt, Krankenhäuser beispielsweise, und das ist ja gerade in Deutschland ein Riesenthema, Datenschutz. Was gibt's da du hast ja auch die HIPAA angesprochen jetzt in den USA. Was gibt's da, zu beachten beim Datenschutz bei einem Voice Agent? Also, was sind da so muss nicht ins Detail gehen, aber was sind da so die größten Fallstricke oder Fehler vielleicht auch, die Laien machen, wenn sie jetzt sich selber, sage mal, so eine Lösung, zusammenklicken wollen und, ja, vielleicht da 'n paar Dinge auch nicht beachten und am Ende halt, in 'ner Abmahngefahr dann auch drin sind?
Klar, ich meine, HIPAA-Compliance trifft jetzt erstmal auf die USA zu. Das Ja. heißt, Leute, die jetzt spezifisch Voice, also diese Sprachagenten bauen, als Service-Dienstleistung oder als Agentur, für diese ist es einfach relevant zu schauen, dass auch alles HIPAA-compliant ist. Großer Punkt, den wir auch erst ziemlich spät gelernt haben: Make.com ist nicht HIPAA-compliant. Extrem wichtig zu Mhm. wissen. Von daher, N8N ist zum Beispiel eine gute Alternative, wenn es um sowas geht. Mhm. Mhm. Grundsätzlich bietet fast jedes Tool HIPAA-Compliance an. Kommt meistens mit ziemlich hohen Kosten. Ich glaube, bei Wapi zum Beispiel ist es 1.000 oder 2.000 im Monat, wenn nicht sogar Ja, noch mehr. mhm. Und da muss man dann eben schon im Voraus Bescheid wissen und auch den Kunden darüber informieren, dass, falls die HIPAA-compliant sein müssen, dass man solche Sachen beachtet. Dass die das auch dann natürlich nicht ich sag mal, überfordert sind mit dem Betrag. Ja, das ist eine ziemlich wichtige Geschichte. Für Unternehmen, die jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen oder im europäischen Raum sind und Sprachassistenten einbauen wollen, es ist ja oft so, dass viele Leute davon ausgehen, dass DSGVO bedeutet, dass die Daten ausschließlich in Europa auf Servern liegen müssen. Ja, grundsätzlich ist es der einfachste Weg, diese ganzen Probleme aus der Welt zu schaffen. Das Ding ist allerdings, wie ihr wahrscheinlich selber wisst, OpenAI zum Beispiel ist nicht unbedingt in Deutschland gehostet, genauso wie viele andere Tools. Und da ist es dann so, dass es trotzdem funktioniert, da Wapi zum Beispiel hat einen Trust Center. Da kannst du dann vertraglich einen Vertrag abschließen mit Wapi, was auch unter die DSGVO fällt und richtig gehandhabt wird. Denn in dem Fall würde es so laufen, dass die DSGVO zum Beispiel äh, also dass das externe Unternehmen die Daten außerhalb speichern kann, wenn es trotzdem dem Standard von DSGVO entspricht. Und das ist dann dennoch möglich über eine vertragliche Regelung mit dem Kunden. Das heißt, es ist so gesehen nicht so, dass wir komplett abgeschottet sind von Tools, die wir gar nicht benutzen können. Es ist natürlich wichtig, dass der Kunde das weiß und sich natürlich auch beraten lässt. Ich meine, das ist ja trotzdem ein legales Thema, also da macht es schon Sinn, mit einem Anwalt drüber zu sprechen. Aber das ist so der grundlegende Ansatz, dass es dennoch möglich ist. Ja. Genau. Okay, ja, also man merkt auf jeden Fall, du hast absolut Ahnung. Also, das ist genau das Problem, was ich auch immer wieder sehe, dass Leute das Gefühl haben, man darf Daten gar nicht irgendwie über US-Tools oder US-Server verarbeiten, aber das hat ja nur sehr bedingt was mit Datenschutz zu tun. Man kann auch alles deutsch verarbeiten und trotzdem nicht compliant sein Ja, mit dem korrekt. Datenschutz, ne? Korrekt. Und, ja, Man muss es ja was auch so mich sehen, dass es zum Beispiel ja, international. Ich meine, wenn wir uns abschotten würden, also als Europäische Union, wir würden ja gar nicht mehr, wir würden gar nicht mehr wachsen. Wir würden so viele Sachen vermissen, was uns ja natürlich auch in der Industrie schaden würde und natürlich auch in der Economy. Und von daher macht es ja gar keinen Sinn. Also, das ja. ist immer so eine rein logische Geschichte. Ja, ja, auch rein pragmatisch überlegt, ne? Was kostet es mich, wenn meine ganzen Konkurrenten auf die Lösung setzen und im Zweifel Genau. es nicht so ernst nehmen mit dem Datenschutz und, ja, einfach signifikant günstiger sind, mehr Geld Ja, verdienen, und so weiter. Das ist ja auch eine unternehmerische Überlegung, genauso wie bei Cold Mails, ne? Wir alle kriegen den ganzen Tag Cold Mails. Ist auch nicht erlaubt in Deutschland. Trotzdem machen es alle, weil man korrekt. sich einmal ausgerechnet hat, die Abmahnkosten sind geringer als der Umsatz, den ich, mache. Und was mich da abschließend jetzt interessieren würde, und zwar, wenn ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich will so eine Voice Agent Lösung auch installieren, inbound, outbound, habe vielleicht schon Use Case oder überlege gerade noch, was macht Sinn, welche Gedanken sollte ich mir machen, was ist wichtig, worauf sollte ich achten, so ganz grundlegend, sage ich mal, damit ich da nicht in Fehler reintappe und damit ich dann auch wirklich natürlich ein Projekt dauert auch seine Zeit, ein paar Wochen oder Monate muss man sicher mal einplanen, aber dass ich danach dann auch wirklich eine solide Lösung stehen habe. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, wo die komplette Sache hingehen soll. Grundsätzlich empfehle ich eigentlich jedem, erstmal eine Art MVP zu bauen, also einfach ein Minimum Viable Product, so gesehen. Ein Produkt, das den Minimum-Ansatz von der Lösung abdecken kann. Und das kann auch wirklich in einem No-Code-Weg passieren, also in einem Weg, ohne irgendwie Code anzufassen. Das finde ich eigentlich am Anfang am allerbesten, da man dafür überhaupt immer ein Gefühl bekommt, ob die Technologie schon so weit ist, dass es überhaupt Sinn macht. Äh, Grundsätzlich, je nachdem, welches Tool man benutzt, wenn man zum Beispiel sagt Wapi, macht es auf jeden Fall Sinn, einfach mal im Dashboard rumzuspielen und zu schauen, wie weit kommt man damit. Und wenn das dann wirklich okay ist und man sagt, okay, ja, cool, jetzt können wir theoretisch schon irgendwie was starten, wenn man eben selbst nur leichte technische Skills hat und sich ein bisschen mit Workflow Automation auskennt, kann man im Normalfall auch Airtable als Datenbank anbinden oder vielleicht sogar Google Sheets. Und ich meine, ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel extrem viele Videos für solche Geschichten. Andere haben genau das Gleiche. Es ist letztendlich ziemlich einfach heutzutage aufzusetzen. Und damit rumzuspielen ist meiner Meinung nach der beste Weg zu Beginn.
Ich denke mal auch, dass man schon 70 bis 80% in einer ziemlich kurzen Zeit, mit ziemlich kurz meine ich so circa ein, 2 Wochen, den Assistenten auf eine gute Lösung bekommen kann. Die schwierigsten Dinge sind allerdings die restlichen 10 bis 20%. Das ist, wo es dann wirklich einen riesigen Unterschied macht. Und das kann auch wirklich einen extrem großen Unterschied machen. Wir haben zum Beispiel Lead-Reaktivierungskampagnen für größere US-Konzerne durchgeführt mit ca. 20.000, 30.000 Leads pro Monat. Und die haben auch damit teils eine halbe Million gemacht. Wenn da jetzt die letzten 10% weg wären, weiß man schon, dass das einen großen Unterschied machen würde. Ja, mega, mega. Ja, das ist auch so ein ganz klarer Use Case, den ich aktuell sehe. Also Lead-Reaktivierung, alte Zehntausende Daten, wo 'n Mensch nicht mal die Zeit hat anzurufen und hier einen Voice Agent einzusetzen, haben wir gerade auch diverse Kunden, die das machen, wo man dann teilweise, kennt ihr sicher auch, die Voice Agents wieder abstellen muss, weil einfach zu viele Termine unerwartet reinkommen. Vertriebsmannschaft kommt nicht mehr hinterher. Ja, Also mega, ja, und kann ich absolut empfehlen. Janis, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Absolute Empfehlung natürlich auch an deinen YouTube-Kanal für alle, die englischsprachig sich da echt richtig gute Tutorials anschauen möchten. Und ja, danke, dass du heute mit dabei warst. sehr gerne. Ja, danke, dass du mich gehabt hast.